Wir sehen bei uns eigentlich zwei verschiedene Patientengruppen, die wegen einer Bruststraffung oder Verkleinerung zu uns kommen. Die einen Patientinnen haben schon sehr, sehr, sehr lange das Problem einer zu großen und nicht wohlgeformten Brust. Meist schon seit der Pubertät sogar. Und kommen dann zu uns, nachdem ein langer Wunsch gereift ist, dieses Problem zu beheben. Die anderen Patientinnen, die zu uns kommen, haben eine andere Geschichte. Die haben zum Beispiel Gewichtsschwankungen gehabt oder zum Beispiel eine Schwangerschaft, haben gestillt und die Brust hat sich in der Form verändert. Und jetzt stört sie das. Also diese beiden Gruppen sehen wir. Und unsere Herausforderung gemeinsam mit der Patientin ist jetzt, die richtige Technik zu finden, um sowohl Form als auch Größe eben so zu machen, dass es wieder eine wohlgeformte und schöne Brust ist. Eine Brustverkleinerung oder Straffung läuft so ab, dass wir eine kurze Vollnarkose brauchen für den Eingriff. Der ist etwa 1 bis 2 Stunden lang, kann auch 3 Stunden lang sein. Das kommt etwas auf die Technik an. Immer bleiben die Patienten eine Nacht bei uns, um kontrolliert zu werden, Medikamente zu bekommen und so weiter. Sie haben auch eine Drainage auf jeder Seite, eine Drainage, die am nächsten Tag schon entfernt wird. Und wenn der Verband und die Drainage ab ist, dann kommt ein spezieller BH dran, den die Patienten 6 Wochen tragen und dann 6 Wochen, also Tag und Nacht, und dann 6 Wochen noch einmal nachts tragen, um die Form eben so heilen zu lassen, dass wir ein dauerhaftes Ergebnis bekommen. Die entscheidenden 2 Punkte bei einer Bruststraffung oder Reduktion sind, dass wir das Volumen verändern, das heißt eine sehr große Brust auf ein Volumen reduzieren, was der Patientin gefällt. Meist ist das beispielsweise von einem D oder einem E auf ein C-Körbchen oder ein B-Körbchen. Aber das zweite und nicht weniger, sondern vielleicht sogar noch mehr wichtiger ist die Form. Wir möchten also die Mamille, die Brustwarze, neu positionieren und wir möchten die Form wohlgeformt und weiblich hinbekommen. Das ist eigentlich für mich beinahe noch wichtiger, weil bei der Größe ist es so, dass wir immer etwas reduzieren. Die Patientin fühlt sich befreit von dieser Last auch, aber noch wichtiger ist die Form. Und natürlich, und das ist eben genauso wichtig, dass wir das maximal Gute hinbekommen für die Narbenheilung. Weil die Narbe ist ein großer Nachteil dieser Operation und nur wenn man das zusammen gut und geschickt macht, kann man diese Narbe beinahe unsichtbar werden lassen. Wenn Patientinnen zu uns kommen, dann versuchen wir erstmal in einem sehr langen Gespräch zu verstehen, wo kommt die Patientin eigentlich her? Was ist die Geschichte dieser Patientin? Was ist passiert im Vorfeld? Ist es die Schwangerschaft? Ist es die Gewichtsabnahme? Ist es ein Thema, was schon seit 20 Jahren da ist? Also ich sage mal ein bisschen die Gefühlswelt oder die Seele der Patientin zu verstehen. Und dann als nächstes versuchen wir zu verstehen, was möchte die Patientin eigentlich für ein Ergebnis haben. Ist es eine sehr sportliche Patientin, die einfach das Volumen weghaben will? Ist es eine Patientin, die wenig Volumen hat, aber eine schönere Form haben will? Und all diese Dinge zusammengenommen erlauben uns dann die Technik herauszupicken, die es gibt, die optimal ist dafür. Das ist ein relativ langer Prozess. Und dann wird das quasi nur noch umgesetzt. Besonders stark, glaube ich, ist die Praxisklinik am Rosengarten darin, Patientenwünsche zu verstehen und daraus die optimale Technik für die Patientin auszuwählen. Ich denke, das ist der Grund, warum Patientinnen sich von uns beraten lassen sollten.